Hallo? Hallo. Dieter Nuhr wird jetzt sagen, früher hieß das Brigade oder Kolonne, heute heißt das Team. Ne? Alle arbeiten nur noch im Team. So. Team. Was ist ein Team? Team. Im Team. Ich habe gehört, toll, ein anderer macht's. Toll, ein anderer macht's. Ja, das ist geil. Ja, Team, was ist unser Team? Wir sind Piranha Bytes. Wir sind 2 von unserem Team. Ne? Und wir haben auch einen Team Spirit. Dann, ne? Was ist das denn? Team Spirit. Sprit, also wir hauen uns dann die Kante oder was? Einmal im Jahr oder wie? Auch. Im Team. Ja, Partys machen wir auch, aber das ist dann nicht mit gemeint. Mit Spirit ist gemeint Teamgeist, ne? Ja. Ja, warum? Was ist das? Teamgeist? Also wir haben ja immer gesagt, bei uns ist ja familiär schon, ne? Ja. Das bedeutet, dass alle gerne das Gleiche wollen. Nämlich ein cooles Computerspiel machen, was am Ende des Tages Spaß macht vor allen Dingen. Ja. Und ist das nicht irgendwie, also alle sind gleichwertig, oder wie? Alle haben gleich Bock. Gleich Bock? Hoffentlich die meiste Zeit. Naja, also Ja, Team da muss Spirit heißt ja... muss doch immer einer sein, der da das Sagen hat oder so, ne? So immer einer, der raussticht. Es gibt ja schon eine Hierarchie, aber die war bei uns seit jeher immer recht flach. Und bedeutet, dass wir halt ein bisschen seichter Dinge entscheiden und auch seichter Dinge umsetzen und planen. Dafür jeder ein bisschen mehr in der Eigenverantwortung steht, in seinem Bereich auch etwas voranzubringen. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Seicht ist ein komisches Wort, aber ich verstehe, was du meinst. Das ja, heißt, ist halt nicht so eine steile Kurve. Ich habe mal in der Justiz gearbeitet. Irgendwie, da war hier um 1 Uhr mein Meeting und um 2 Uhr Schluss. Und entweder du hast deine Sachen dann da durchgebracht oder nicht. okay, dagegen sind wir seicht. Dagegen sind wir seicht, ja, das ist halt. Nein, um kreativ arbeiten zu können, braucht man halt ein Stück weit auch ein bisschen Freiraum, glaube ich. Ja. Und dieser Freiraum, der sollte auch gewährt werden, damit man sich auch gut fühlt. Und wenn alle sich ein bisschen gut fühlen, dann klappt es auch mit dem Team Spirit. Darauf wollte ich so hinaus. Also muss man immer gucken, funktioniert das denn auch? Und wenn es nicht funktioniert, dann muss man halt gucken, worum hapert's. Hapert's jetzt wirklich am Projekt und an der Arbeit oder vielleicht gerade auch privat oder sonst irgendwas? So, wie kann man die Leute denn einordnen, dass alle wirklich wieder Bock haben, dass alle an derselben Sache arbeiten, dass jeder weiß, worum es geht? Ne? Wir benutzen da zum Beispiel Teamspeak und wir benutzen ein Wiki und dass jeder immer weiß, was Sache ist, und wir haben auch regelmäßige Meetings, aber die sind bei uns halt nicht so streng, die sind bei uns halt relativ locker und da werden auch mal irgendwelche Witze erzählt und manchmal hat auch keiner was zu sagen, dann wird halt Dummschnack gelabert. Okay, Infos. Mal 5 Schritte rückwärts. Wie wird das denn da draußen aufgenommen von den Leuten? Ja, die sagen, okay, ja, ein Team kann immer mehr als der Einzelkünstler. Ist ja so, ne? Ist ja ein Team. Können ja mehr. Sind ja mehr Leute, wo man halt Sachen verteilen kann, auch Verantwortung verteilen kann und so weiter, ne? Und wir waren mal neugierig und haben uns mal gefragt, irgendwie, ob man das da draußen auch so empfindet, wenn man ein Spiel spielt. Und da haben wir weniger als 100 Leute gefragt. Hör mal, was glaubst du denn, was wichtiger ist? Die Teamleistung oder der großartige Einzelkünstler, den man haben muss, damit das was wird alle? Und die haben Folgendes gesagt. Ich glaube, das eine schließt das andere gar nicht aus. Es muss einer eine Idee haben, um was in dem Team zu schaffen. Das kommt drauf an. Ich finde im Videospiel, also wenn wir jetzt wirklich vom Development reden, also von der Entwicklung, da ist Teamgeist auch wichtig. Also da merkt man, wenn einer nicht teamfähig ist oder das Team runterzieht. Ja, ich denke eher die Teamleistung. Nichtsdestotrotz sind Einzelkünstler, die wirklich in vielen Dingen gleichermaßen genial bewandert sind, natürlich schon faszinierend, ohne Frage. Aber das sind eher die Ausnahmen als die Regel. Und ich finde, dass beides wahrscheinlich es immer geben wird und auch geben muss, weil es einfach unterschiedliche Temperamente gibt. Aber die Regel sind die Teams und das macht eigentlich auch viel mehr Spaß, im Team zu arbeiten. Oder halt so ein Einzelkämpfer ist, sage ich mal, das merkt man. Mit dem hat man dann auch öfters mal Probleme, weil derjenige halt dann immer seinen
sein Ding durchziehen will und die anderen müssen so ungefähr dann mitmachen. Am Ende ist, glaube ich, die Teamleistung entscheidend, weil ohne ein gutes Team wirst du kein gutes Spiel mehr an den Start bringen können. Es geht nicht ohne Team. Das funktioniert nicht. Außer man hat jetzt wirklich ein Spiel, was man ganz alleine macht, aber auch da kommt man irgendwann an seine Grenzen und muss nochmal wen einstellen oder so. Und denke ich mal, also so kenne ich das auch von mir vom Beruf. Bei uns gibt es auch mal einzelne Ideen, die dann vom Team umgesetzt werden, was dann zu einer riesen Kreationsexplosion kommt, weil diese sehr gute kreative Idee von diesem Einzelkönner wird dann von dem ganzen Team noch ausgeschmückt, dass es noch uniker wird, würde ich einfach mal so sagen. Also ich sage, es ist beides wichtig. Es gibt natürlich herausragende Einzelkünstler und die sind halt früher, als Spiele noch von kleinen Teams gemacht wurden, von 1, 2 Leuten oder 3 Leuten, da sind die natürlich viel mehr zum Tragen gekommen, weil hast du einen Einzelkünstler gehabt, der es drauf hat, war auch gleichzeitig das Spiel interessant. Insofern, das kommt heute auch noch bei Indie-Spielen zum Tragen, die ja auch oft in kleinen Teams gemacht werden. Aber beim großen Spiel ist auf jeden Fall eine Teamleistung ganz klar im Vordergrund. Das kann auch wieder so und so sein. Es kann sein, dass irgendjemand alleine was hinkriegt, aber ein Team hat eventuell doch Vorteile, weil man hat unterschiedliche Eindrücke, man hat unterschiedliche Personen, die zusammenarbeiten und dadurch hat man dann auch Ergebnis aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Das kann ein bisschen tiefer sein vielleicht. Ich fürchte, auch da muss ich beides sagen, weil auch da hat beides seine Vor- und Nachteile. Also ein Einzelkönner gehört in einer guten Teamfähigkeit oder einem guten Teamplay dazu, weil man braucht ab und zu auch mal einen, der sagt, und jetzt habe ich eine Idee und das Team muss dann halt aber auch so gut funktionieren, dass es das auch umsetzen kann. Ja, im Grunde genommen muss man sagen, bei uns sind eigentlich alles irgendwie Einzelkünstler. Ne? Das heißt also, wir haben auf jeden Fall, es gibt ja auch so was wie Fachidioten und so, ne, so Wörter dafür oder so, aber wir haben schon, oder Experten, wie Felix Magath sagt, Experten haben immer recht. Aber das finde ich schön, dass du das gerade sagst. Oh. Weil Fußball ist ein tolles Beispiel. Ja. Man mag ja antworten irgendwie, ja, beides. Beides ist immer eine super Antwort, Ja. ne, dass man sagt, irgendwie das eine schließt das andere ja nicht aus. Aber das stimmt nicht immer. Es gibt so fantastische Stürmer zum Beispiel beim Fußball. Wenn du die ins falsche Team packst, dann schießen die keine Tore mehr. Latte, Pfosten, Latte, Pfosten, Latte, drüber, Torwart. Hoshi wird jetzt sagen, irgendwann ist auch eine Frage der Qualität. Also das muss schon zusammenpassen. Wenn man nämlich einfach nur aufgrund der individuellen Qualität Leute zusammenwürfelt, ist das noch lange kein Team. Der Stürmer kann keinen Bock haben. Was sagt ihm, das ist ein Missverständnis? Ich passe hier ins Team nicht rein. Oder das ganze Team muss ihm zuarbeiten. Oder es gibt ja so Einzelkünstler, ne? Zlatan Ibrahimovic, wer kennt ihn nicht, ne? Der geht dann zum Trainer und sagt, hör mal, du fährst mich wie ein Fiat, aber ich bin ein Ferrari, sowas sagt er, ne? Das heißt, das Team muss ihm dann immer alles irgendwie, ja, so ist das bei uns nicht, ne? So ist das bei uns nicht. Wir sind schon ein Team und jeder hat seinen Bereich, wo er sich auch verwirklichen kann, wo er sich auch verwirklichen können muss, damit das überhaupt funktioniert, damit das cool wird, damit das ein gutes Spiel wird, ja? Und dazu brauchst du halt auch irgendwie die Kommunikation untereinander, womit wir dann auch wieder beim Team Spirit wären. Du hast vorhin eine ganze Menge aufgezählt, ne? So Dinge, die wir benutzen, so wie Teamspeak und so. Teamspeak benutzen wir, das ist so eine Kommunikationsplattform, wo jeder ein Headset auf hat, zu Hause sitzt oder am Rechner halt, ne? Wenn du in einer Firma sitzt oder so, aber die halt örtlich voneinander sehr getrennt sind. Das kennt ihr wahrscheinlich. Es gibt auch Zoom-Meetings oder Skype oder was auch immer, ja. Da wurden wir auch sehr oft gefragt, wie funktioniert das denn? Ist das denn cool und so? Der Teamgeist und Team Spirit fördert das oder ist das eher kontraproduktiv? Du hast das eben gerade angesprochen. Das kann man kann sich da treffen und hin und her und das ist dann cool und so. Ist das wirklich cool oder ist es nicht doch besser, sich in Persona zu treffen? Tja, an der Stelle ist leider auch ein bisschen beides, ne? Also auf der einen Seite habe ich durch Teamspeak die Möglichkeit, mich mit Kollegen mal zu unterhalten, die ich sonst irgendwie vielleicht auch nicht sprechen würde.
das heißt, das ist sehr leicht, auf Teamspeak zusammen zu sein, wenn da sich mehrere Leute in einer Gruppe finden. Aber es hat natürlich auch so Phänomene wie, es finden sich natürlich auch gerne dann gleiche Leute zusammen in Gruppen zum Beispiel oder also es entsteht eine andere Eigendynamik. Wenn man Leute in Persona trifft, dann hat man natürlich auch wieder ein anderes Gefühl von Zusammenarbeit und kann anders jemandem mal über die Schulter gucken. Ne? Das ist so ein bisschen unverbindlicher, wenn man sich zufällig in der Küche trifft, anstatt dass man absichtlich zu jemandem in den Raum in Teamspeak hüpft irgendwie. Das ist also, beides hat so seine Vor- und Nachteile und man kann beides zu schätzen wissen. Und es funktioniert auch beides, würde ich sagen. Also das schließt sich an der Stelle auch nicht aus. Was den Teamgeist auf jeden Fall fördert, sind regelmäßige Veranstaltungen, ja, wo man einfach mal privat, also quasi privat, sich trifft, essen geht oder auch mal eine Party macht oder sowas. Das fördert ganz, ganz derbe den Team Spirit. So, ja, das haben wir gemerkt, gerade in Corona und so. Man entfremdet sich doch schon ein Stück weit. Und dann haben wir mal jetzt irgendwie letztes Jahr, wo diese Zeit war, wo mal kein Lockdown war, da haben wir eine Party gemacht und so und hat man schon gemerkt, dass dieses richtig irgendwie, dass denn das schon ordentlich mitgenommen hatte, diese Zeit. So, ne? So gerade dieses Team Spirit einfach da bröckelt an der Stelle. Das ist nicht gut für Team Spirit so, ne? Wenn man sich nicht sieht jahrelang irgendwie, ne, oder sehr lange nicht. Das ist halt schon eine Sache, wenn man zusammenarbeitet, ist das cool, aber man weiß nicht, was macht der andere eigentlich. Vor allem, wir haben auch noch so eine Fluktuation bei uns, dass man neue Leute einstellt und andere vielleicht auch wieder gehen, so, ne. Die kennt man überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Die hat man nie gesehen. Ja, nur die Stimme gehört. Man nur vielleicht mal die Stimme gehört, so, ne? Und ja, das hat schon, soll man denn die Leute mal dazu verknacken, immer eine Kamera anzumachen, um Team Spirit so zu fördern? Schwierig, ne? Oder? Ja. Also wir haben eigentlich eine sehr gute Stimmung bei uns im Team. Eigentlich war das immer schon so, ne? Und es gab auch schon mal dunkle Zeiten, wo wir uns angegiftet haben gegenseitig und irgendwie auch mal geknallt haben im Karton und so. Aber eigentlich ist unser Laden recht familiär, wie du schon gesagt hast. Ne? Das ist schon, das zeichnet uns aus. Und es ist schon ein Unterschied, ob man irgendwie mit dem Rücken an der Wand sitzt und der Rechner zeigt in die Richtung des Raums. Wenn man reinkommt, sitzt einer hinter seinem Rechner so. Und dann verschwindet er wieder. Oder ob man den Rechner irgendwie an die Wand stellt und in der Mitte halt Platz lässt, wo die Leute halt irgendwie an der Wand sitzen, dass man, wenn man reinkommt in den Raum, dass man auf die Rechner gucken kann. So, ich bevorzuge eigentlich die Variante, dass man tatsächlich irgendwie auf dem Bildschirm des anderen gucken kann. Und wenn der jetzt mal zockt oder irgendwie, keine Ahnung, am Rumsurfen ist oder so, dann ist das halt so. Das finde ich auch nicht schlimm. Ne? Wir sind ja keine Galeere oder so, wo du irgendwie, oder was weiß ich, Akkordmalocher, wo Stückzahl das Wichtigste ist, was du machen musst, so, sondern bei uns ist es schon irgendwie so, was ist das denn Cooles? Zeig mir das mal, so, ja, darum geht's, ne? Und das finde ich schon, wenn man den Bildschirm vom anderen sehen kann, finde ich das schon irgendwie sehr viel cooler eigentlich, so, ne, für den Team Spirit. Heißt aber auch, dass einige Mitarbeiter da überhaupt keinen Bock drauf haben, die das doof finden, die sich in ihrer Privatsphäre vielleicht so ein bisschen irgendwie gestört fühlen, ständig irgendwie beobachtet fühlen, so Paranoia entwickeln. Wer steht denn da hinter mir? Fürchterlich, hinter mir ist die Tür. Am besten noch so ein Rückspiegel, so dass man immer sieht, so wer da gerade steht. So, das kann natürlich auch passieren. Und da muss man dann gucken. Es sind nicht alle so mit ihrer Rechner an der Wand. Ja. Es gibt auch Mitarbeiter bei uns, die haben das andersrum gemacht. So, die würden es als Bestrafung empfinden, wenn man sagt, du stellst jetzt aber deinen Rechner bitte an der Wand, dass ich auf deinen Bildschirm gucken kann. Das ist tatsächlich so. Das heißt, da muss man auch unterschiedlich mit umgehen mit den Mitarbeitern und sagen, okay, jedem seine Vorliebe auch ein Stück weit irgendwie ausleben lassen oder gelten lassen oder wie auch immer. Ne? Aber in der Regel ist es so, dass tatsächlich irgendwie die meisten Mitarbeiter so drauf sind, ja, guck doch auf meinen Rechner, dann siehst du das. Guck mal rum, ich zeig dir mal was. So.
Ja, das ist schon ziemlich cool. In Zeiten von Corona ist das Phänomen ja auch noch viel extremer geworden, weil man eigentlich ja überhaupt nicht mehr die Bildschirme der Leute sieht. Das ist ja gar nichts, ja. Genau. Sie scheren ihn aktiv, um jemand anderen gerade was zu zeigen. Ja. Das ist natürlich super praktisch, dass es das überhaupt gibt. Ne? Hier, zeig dir mal eben meinen Bildschirm irgendwie. Erklär mir doch mal eben, wie komme ich denn da rein irgendwie? Und dann kannst du zusammen mit jemandem arbeiten oder auch mit mehreren gemeinsam designen und das macht man auf einem gemeinsamen Bildschirm und das funktioniert dann über Teamspeak. Das ist natürlich super. Aber irgendwie, wie jetzt irgendwie der Bildschirm sonst im Laufe des Tages von jemandem aussieht, ne? Oder ob da irgendwie was anderes noch nebenbei läuft oder so, das kriegt man ja eh nicht mit, ne? Und kriegt am Ende damit, was die gemacht haben, ne, in ihrer Zeit. Und das ist auch am Ende des Tages das Wichtigste, ne? Dass da irgendwas bei rumgekommen ist zum Spiel. Hast du eine Community-Frage? Mhm. Ja, also die Community-Frage lautet: Wenn ihr so 100 Leute in der Firma hättet, würdet ihr dann auf AAA-Format entwickeln können? Ich finde, dass diese Frage, die passt einfach wie Arsch auf einmal auf diese Folge. Deswegen nehme ich die jetzt. Ach so, soll ich auch antworten? Also. Einmal so ein Brecher, so BAM! AAA. Was ist AAA? Erstmal fangen wir mal an mit AAA, was das überhaupt ist. Das ist ein qualitativ sehr hochwertiges Produkt, ja, was in den heutigen Zeit schon Multimillionen verschlingt, ja, und ist schon so, dass es auch mittlerweile so Quadruple-A-Spiele gibt, so die großen Blockbuster, ja, da arbeiten Hunderte von Menschen dran, ja, wenn nicht sogar Tausende, so, ja, und das ist natürlich schon so eine Sache, schwer vergleichbar mit uns, generell. Wir sind 35, haben auch ein bisschen Outsourcing, ein paar Pipos, die uns begleiten und haben auch natürlich ein Team vom Publisher, die uns unterstützen und solche Dinge, ja. Aber im Wesentlichen sind wir im Kern 35 Leute. So, aktuell ist das so, ja. Und das ist also, wie war die Frage, wenn man jetzt 100 Leute hätte oder Hunderte oder wie? 100. 100, ja. Dann würden wir uns verdreifachen, auf jeden Fall. Und wie kann man darauf antworten? Das ist halt so, pro 7 Leute, die Angestellte sind oder die etwas Produktives machen sollen, brauchst du wenigstens einen Wasserkopf. Was bedeutet das? Das bedeutet, ein Wasserkopf ist ein Typ, der nichts anderes tut, als 7 Leute koordinieren und zu organisieren. Sowas machen wir nicht mal. Das heißt, wir haben auch Wasserköpfe. Ich bin zum Beispiel einer vom Story-Bereich, aber ich habe auch selber den Blaumann anständig. Das heißt, ich bemühe mich, dass diese organisatorische Sache, ja, die ich da zu tun habe, möglichst wenig Zeit auffrisst und dass jeder möglichst eigenständig arbeiten kann. Schwierig, wenn neue Leute dazukommen, die ausgebildet werden müssen. Du weißt das, weil du gerade ausbildest, ne? Dass man da tatsächlich irgendwie so eine Mischung macht aus eigenständig arbeiten lassen und auch irgendwie vortragen, wie Dinge funktionieren und so weiter. Und auch so Seminare macht im Grunde genommen, ne? Indem man sagt, okay, komm, wir bauen uns jetzt mal ein Stück Spiel, eine Quest oder einen Dialog oder irgendwie sowas, ja, um den Neulingen dann beizubringen, wie diese Dinge funktionieren. Und wenn man 100 Leute hätte, dann wäre man viel, viel mehr am Organisieren dran am Tun. Ja? Ich glaube, die eine Illusion, die einer solchen Geschichte immer zugrunde liegt oder häufig zugrunde liegt, ist so ein naiver Gedanke, mit dem man hier an der Stelle vielleicht mal aufräumen kann. Und dieser Gedanke, ich formuliere ihn jetzt einfach mal, weil es mir das oft so vorkommt, ist: Einer hat eine Vision, wie man ein Piranha-Bytes-Spiel macht. Und diese Vision, die ist dann in allen Facetten in irgendeinem Konzept. Und dann gibt es 99 Leute, die genau das umsetzen. Und dann hast du ein super Spiel. So, das ist der Trugschluss, den es nicht gibt. So funktioniert das nicht. Nein. Überhaupt nicht. Du brauchst für alles eine Lobby. Du brauchst, genau, die Leute, die müssen miteinander Dinge entwickeln, designen und entwerfen. Und wenn wir uns jetzt in relativ kurzer Zeit verdreifachen würden, dann gäbe es Piranha Bytes nicht mehr in der aktuellen Form. Nein. Dann gäbe es auch Piranha Bytes Spiele in der aktuellen Form nicht mehr. Dann wäre das etwas völlig anderes. Mit völlig anderen Voraussetzungen, Prämissen und Zielen. Die Leute würden dann völlig unterschiedliche Dinge verfolgen und es würde ein völlig anderes Spiel dabei herauskommen. Und die Frage ist, die man sich da wirklich ernsthaft stellen muss: Will man das? Will man das aufs Spiel setzen? Will man das riskieren? Will man riskieren zum Beispiel für eine State-of-the-Art
Grafik an einer bestimmten Stelle dieses Gefüge, was da ist, zu verlassen und es hinter sich zu lassen. Und die Antwort, die wir in den letzten 20 Jahren auf diese Frage immer gegeben haben, war nein. Man muss dazu sagen, der andere Trugschluss ist ja, aber die Tools werden ja auch immer besser und die Engines werden immer besser und die Technik wird immer besser. Ja, aber auch der Anspruch. Und der ist meistens immer ein Tick höher als das, was die Technik leisten kann. Das sind immer noch individuelle Künstler, egal bei welchem Spiel. Überall. Immer. Ja, die aus dem, was die Technik eigentlich nicht leisten kann, nur dort maximal rauszuholen. Es ist nie 1:1 nur Technik, sondern es ist immer, ich würde mal sagen so, also bei uns ist das so, 1/3 unserer Belegschaft sind Programmierer, die sich nur um Technik kümmern, im Wesentlichen. Die sind aber teilweise auch mit am Design und am Machen und am Tun, sind auch Content-Pansel, die auch Inhalte mit beeinflussen, ja, und auch machen, gerade die an der Game Engine sitzen. Und dann gibt's der Rest, die restlichen 2/3 sind tatsächlich Künstler und Content Creator, wenn man so will. Der Content Creator wird jetzt irgendwie als Influencer und YouTuber benutzt, dieses Wort. Aber wir sind Leute, die Content produzieren, die Inhalte da machen, ne? Püppchen bauen, Geschichten erfinden und so. Eher der künstlerische Anteil, der natürlich auch eng verzahnt ist mit Technik, ne? 3D-Models bauen oder irgendwie Situationen, Skripten im Code als Story-Mensch oder so oder als der die Quest designt und so weiter, ja. Aber das sind im Wesentlichen alles Künstler. So, ja. Und 100 Künstler in einem Raum, ja, die haben alle unterschiedliche Meinungen. Alle. Bedeutet im Umkehrschluss aber auch nicht, ja, dass man in unterschiedlichen Bereichen nicht trotzdem State of the Art werden kann. Ja. Ne? Also nur wenn man sich jetzt nicht aufbläst auf eine riesen Butze mit 100 Leuten, heißt das ja nicht irgendwie, dass wir uns nicht verbessern können. Das können wir schon. Ja. Es ist immer eine Frage, worauf wird bei einem Projekt der Fokus gelegt? Ja. Also was ist jetzt als nächstes wichtig? Ist jetzt wichtig, sich grafisch zu verbessern? Ist jetzt wichtig, sich irgendwie im unterschiedlichen, also wir hatten so viele Features in der Vergangenheit mal ausprobiert. Ich meine, ihr kennt unsere Spiele. Da muss man halt gucken, was können wir aus den Erfahrungen mitnehmen und was ist jetzt wichtig? Was wird in 4 Jahren erwartet? Ja, ungefähr. Das dauert in der Regel ja immer so ein Spiel 3-4 Jahre, bis wir fertig sind. Und dann muss man halt gucken, was muss man bis dahin leisten, damit die Leute damit glücklich sind. Und das ist die Frage, die wir uns stellen können und die wir dann auch beantworten müssen. Und nicht, müssen wir jetzt wachsen auf 100 Leute. Ja, alles nicht so einfach. Ne? Der Team Spirit ist dann auf jeden Fall ein gänzlich anderer. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hoffentlich beantwortet das eure Fragen hier ein bisschen. Wir bemühen uns, alles irgendwie aufzunehmen und zu machen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder nächste Woche hier, wenn es heißt Piranha Becken TV. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Team Spirit. Und was ist, wenn der Haussegen schief hängt? Müssen wir auch immer irgendwie hinkriegen, ne? 100 Leute müssen sich auch irgendwie alle verstehen, oder auch nicht, oder? Ja, grillen wir eben. Grillen wir.